In diesem Video stelle ich euch die meiner Meinung nach nützlichsten Werkzeuge und Gadgets für den 3D-Druck vor. Dabei gebe ich zahlreiche Tipps für die Druckvorbereitung, Fehlerbehandlung, Nachbearbeitung der fertigen Drucke und die Verwertung von Filamentresten. Bleibt daher dran, hier bei Jantech. Ihr fragt mich häufig, welche Werkzeuge und Hilfsmittel ich für den 3D-Druck empfehlen kann. Da nun wieder die Winterzeit beginnt, in der sich einige von euch intensiver mit dem 3D-Druck beschäftigen und zudem die Black Friday-Aktionen beginnen, dachte ich, dass nun genau der richtige Zeitpunkt für solch ein Video ist. Dieser Tisch, an dem ich hier stehe, könnte übrigens schon als das erste Werkzeug in dieser Reihe gezählt werden. Die Werkbank kommt von Vevor und ich habe mich gezielt für dieses Modell entschieden, da sie quasi optimal für die Arbeit mit 3D-Druckern ist. Zum einen lässt sich die Höhe einstellen, so kann man wie ich hier im Stehen arbeiten. Diese Rollen ermöglichen zum einen das Verschieben und Drehen, lassen sich aber auch feststellen. Dann steht der Tisch relativ stabil, so dass auch ein 3D-Drucker darauf drucken kann. Der Aufbau war ebenfalls einfach in circa 30 Minuten erledigt. Wenn ihr meine Videos kennt, habt ihr die Werkbank bestimmt schon öfters gesehen, da ich im Grunde all meine Materialtests hierauf durchführe. Beginnen möchte ich mit dem Filament Connector von Sunlu. Wer viel druckt oder häufig auf Messen unterwegs ist, kennt es vermutlich. Man hat zig fast leere Spulen und Samples herumliegen und weiß nicht, was man damit drucken soll. Mit dem Filamentverbinder lassen sich solche Reste zu einem großen Stück verbinden. Dafür lassen sich am Gerät verschiedene Temperaturen auswählen. Die zwei Filamentenden werden dann jeweils schräg abgeschnitten und in einem PTFE-Schlauchstück aneinander gepresst. Der Sunlu Connector heizt diese Zone dann auf, so dass sich die zwei Enden verbinden. Es ist zwar ein wenig fummelig, wenn man den Dreh jedoch raus hat, klappt das Ganze sehr zuverlässig und geht vor allem schnell. Ob sich die Investition von etwa 50 € lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Vor dem Drucken wische ich das Druckbett meistens mit einem Mikrofasertuch und etwas Isopropanol ab. So werden Fingerabdrücke, Staub und kleinere Rückstände entfernt. Wenn das nichts mehr hilft oder die Druckplatte zu stark verschmutzt ist, reinige ich sie unter warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Ihr könnt mir glauben, dieser Trick funktioniert wirklich gut. Bei Sondermaterialien wie Nylon reicht ein sauberes Druckbett allein häufig nicht aus und man benötigt ein Haftmittel. Ich habe viele verschiedene ausprobiert und am Ende hat immer Vision Miner Nano Polymer Adhesive am besten funktioniert. Dafür wird mit einem Pinsel oder Tuch eine dünne Schicht auf das Druckbett aufgetragen. Nun noch ein paar zusätzliche Tipps, falls ihr Betthaftungsprobleme habt. Für TPU oder TPE-Filamente kann ich eine Schicht Klebestift empfehlen, um die Drucke später zerstörungsfrei entfernen zu können. Für PP funktioniert das eben gezeigte Nano-Adhesive nicht. Hier lohnt es sich, einen Blick auf Magigu PP oder speziell entwickelte Druckbettoberflächen zu werfen. Außerdem kann bei Haftungsproblemen eine Materialkombination sinnvoll sein, bei der die erste Schicht aus einem anderen Material wie PLA gedruckt wird. Ich habe ein ausführliches Video dazu gemacht, ihr findet es in der Videobeschreibung verlinkt. Falls es zu einem Druckfehler kommt und die Düse verstopft oder Filament im Extruder stecken bleibt, lohnt sich ein Nozzle Cleaning Set. Zum einen ist es hilfreich, solch eine Messingbürste zur Hand zu haben, um Filamentreste am Heizblock und der Düse zu entfernen. Mit solchen Stäben bzw. Nadeln, passend zum Durchmesser der betroffenen Düse, lässt sich diese von Verstopfungen befreien. Außerdem empfehle ich einen 1,75 mm dicken Stab, mit dem sich abgebrochenes Filament durch die Düse drücken lässt. Mir ist es schon öfters vorgekommen, dass der Filamentsensor nicht funktioniert hat oder ich ihn einfach ausgeschaltet hatte und das Filament dann gerade bis zum Ende der Extrudergears in das Hotend gefördert wurde. Die vermutlich einfachste Lösung, ohne alles auseinanderbauen zu müssen, ist die Düse aufzuheizen und das Filament mit dem Stab durchzuschieben. Dann kann einfach neues Filament nachgeladen werden und das Problem ist gelöst. Ich habe die Stäbe von Caribou, hier kann man sie jedoch leider nicht mehr kaufen. Ich schätze, dass man sich auch einfach im Baumarkt Stangen mit einem Durchmesser von 1,5 bis 1,75 mm kaufen und dann zuschneiden kann. Manchmal kommt man um einen Brim nicht herum und je nach Material kann es sehr schwer sein, diesen zu entfernen.
Einfache Hobbymesser sind hierfür nicht optimal, da sich runde Kanten nur sehr schwer abfahren lassen und man schnell spitze Stellen erzeugt. Daher bietet sich hierfür solch ein Entgrater an. Tatsächlich würde ich jedoch nicht genau diesen hier empfehlen. Die meisten Entgrater aus dem Internet, so wie auch meiner hier, sind von der Klinge her eher für Metall ausgelegt und funktionieren bei Kunststoff 3D-Drucken nicht so gut. Daher empfehle ich den Entgrater von CNC Kitchen, der mit titanbeschichteten Klingen kommt. Diese sind übrigens sowohl für Rechts- als auch Linkshänder verfügbar. Wenn man mehrere Druckteile verbinden will, kommt man oft um das Kleben nicht herum. Über die letzten Jahre habe ich verschiedene Klebstoffe ausprobiert. Wirklich gut hat für mich dabei nur 3D Glue funktioniert. Meiner Erfahrung nach ist dieser Kleber so stark, dass das Bauteil an anderer Stelle nachgegeben hat und nicht an der Klebestelle gebrochen ist. Gloop bietet aktuell Klebstoffe für die Materialien PLA, PETG und ABS bzw. ASA an. Nachteil ist jedoch, dass es den Kleber meines Wissens nach aktuell nicht direkt in Deutschland zu kaufen gibt und man ihn aus den USA importieren muss. Bevor man überhaupt drucken kann, kommt häufig das Trocknen des Filaments. Dafür verwende ich aktuell den Sunlu S4, da hiermit bis zu 4 Spulen gleichzeitig getrocknet werden können. Der Hintergrund ist, dass einige Filamente hygroskopisch sind, heißt, dass sie Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Das bringt mehrere Nachteile mit sich. Zum einen lassen sich die Filamente so schlechter verarbeiten, dass sich Luftbläschen bilden. Das führt dann wiederum zu einem schlechteren Druckbild und geringerer Belastbarkeit. Selbst bei Materialien wie PETG ist dieser Effekt merkbar. Daher trockne ich quasi all meine offen gelagerten Filamente in der Regel mit den empfohlenen Einstellungen. Bei stark hygroskopischen Materialien empfiehlt es sich sogar direkt über einen PTFE-Schlauch aus der luftdicht verschlossenen Box herauszudrucken. Für Profis, die besonders anspruchsvolle Filamente verarbeiten wollen, ist der Drywise von Ford3D eine Option, auch wenn dieses Gerät sehr teuer ist. Die Trocknung ist dafür aber auch on point. Nach dem Trocknen stellt sich die Frage, wie sollte man das Filament nun am besten lagern? Einige schwören auf solche Kisten, die dann luftdicht verschlossen werden. Ich lagere Filamente allerdings am liebsten in den Originalkartons, da ich so die wichtigsten Informationen direkt beim Filament habe. Daher habe ich mir vor einiger Zeit diese Vakuumbeutel inklusive Handpumpe bei 3D Jake gekauft. In der Zwischenzeit hat mir iBoss auch noch diese Variante mit elektrischer Pumpe zugesendet, was nochmal etwas komfortabler ist. Damit können die trockenen Filamente einvakuumiert werden. Die Beutel sind wieder verschließbar, lassen sich somit immer wieder verwenden. Um zu überprüfen, ob das Druckbett die Solltemperatur tatsächlich erreicht und ob die Messungen des Thermistors einigermaßen genau sind, bietet sich solch ein Infrarotthermometer an. Damit können im Grunde alle Komponenten am Drucker überwacht werden, wie zum Beispiel auch die Schrittmotoren. Der große Vorteil ist, dass solch ein IR-Thermometer deutlich günstiger als eine Wärmebildkamera ist und für die meisten Zwecke völlig ausreicht. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass diese etwas ungenauer sind und der Messbereich je nach Abstand und Winkel variiert, wodurch schnell auch mal in einem zu großen Bereich gemessen wird. Online gibt es aber sehr gute Erklärungen und Anleitungen dazu. Wenn wir über Werkzeuge reden, sollte man auch auf die Lagerung und Sortierung eingehen. Ich habe dafür vor einiger Zeit angefangen, Schubladen meiner Schränke mit dem Gridfinity-System von Zach Friedman auszustatten. Das System besteht aus einem Gitter aus Quadraten, die auf beliebige Formen und Maße angepasst werden kann. Die damit kompatiblen Halterungen und Behälter lassen sich dann beliebig anordnen und an verschiedenen Orten platzieren. Auf Printables gibt es tausende Gridfinity Add-ons, Fangs hat sogar eine eigene Kategorie dafür. Auch ich habe eine Gridfinity-Erweiterung konstruiert, diese 3x1-Halterung für das originale Prusa Enclosure. An dieser Stelle möchte ich mich kurz bei dem Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist heute Sovol mit dem neuen SVO6 Ace 3D-Drucker. Dabei handelt es sich um die verbesserte Version des sehr beliebten SVO6 von Sovol, einem Clipperdrucker mit zahlreichen Komfortfeatures und beeindruckender Druckqualität. Der Drucker kommt mit Direct Drive Extruder, einer Kamera inklusive Licht zur Überwachung, einem Touch-Display mit schickem User-Interface und ist dazu noch ziemlich schnell und Open Source. Dadurch ist der Drucker sowohl für Anfänger als auch für Profis optimal geeignet.
Aufgrund des relativ geringen Preises von aktuell nur 269 US-Dollar ermöglicht das Gerät einen guten und erschwinglichen Einstieg in das Thema 3D-Druck. Ich könnte mir außerdem vorstellen, eine Druckfarm mit SVO6 Ace-Druckern aufzubauen. Eigentlich sollte es klar sein, aber auch beim 3D-Druck kann es sinnvoll sein, Schutzequipment zu tragen. Auch wenn die Verletzungsgefahr bei Dingen wie Laden des Filaments vermutlich eher gering ausfällt, sieht es beim Entfernen von Stützstrukturen schon ganz anders aus. Es ist nicht unüblich, dass Teile der Stützen abbrechen und durch die Luft fliegen oder scharfe Kanten entstehen. Bei faserverstärkten Filamenten besteht außerdem die Gefahr, einzelne Fasern in die Haut zu bekommen. Ich empfehle daher schnittfeste Handschuhe und eine Schutzbrille. Immer wieder tauchen Videos oder Paper zum Thema Luftverschmutzung beim 3D-Drucken auf. PLA und PETG gelten noch als relativ harmlos. Prusa zum Beispiel hat eine UL Green Guard Zertifizierung auf diese Materialien in Kombination mit dem Prusa MK4S erhalten. Bei ASA, ABS oder PA6 sieht es hingegen schon ganz anders aus. Der Raum sollte mindestens gut belüftet sein, ein geschlossener Bauraum mit Filter ist besser. Ich weiß jedoch auch, dass das einfach nicht überall möglich ist. So auch bei mir, weswegen ich mir diese Maske angeschafft habe. Auch beim Schleifen oder Lackieren von 3D-gedruckten Bauteilen ist sie sehr zu empfehlen. Für die Kalibrierung oder Durchführung von Flowrate-Tests verwende ich häufig diese Feinwaage. Mit 3 Nachkommastellen Genauigkeit lassen sich Proben sehr präzise wiegen und zum Beispiel auch die Dichte eines Filamentstücks berechnen. Solch einen Messschieber haben vermutlich schon einige von euch. Er ist nicht nur beim Konstruieren nützlich, wenn man Komponenten vermessen muss, sondern auch zur Kalibrierung mittels diverser Testmodelle oder der präzisen Überprüfung von Filamentdurchmessern sinnvoll. Ich möchte euch ganz konkret den Messschieber von Mito Toyo empfehlen. Das ist keine Werbung, ganz im Gegenteil. Ich habe den Messschieber selbst für etwa 140 € gekauft, bin aber der Meinung, dass er sein Geld wert ist. Auch wenn man mit solchen analogen oder günstigeren digitalen Messschiebern arbeiten kann, ist es einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl mit solch hochwertigem Messwerkzeug. Ich hoffe, diese Auswahl hat euch gefallen. Schreibt mir gern eure liebsten Werkzeuge und Gadgets in die Kommentare. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und weitere Videos von mir ansehen.